Willkommen zurück zum dritten Teil des Gärtnern und Kochen Tutorials bei Primitive Plus. Im letzten Part habe ich euch gezeigt, was man mit der frischen Ernte anstellen kann, so die ersten paar Verarbeitungsschritte. Heute möchte ich mich dem Backen widmen. Dafür benötigt man die Cooking Station. Ich finde auch optisch sollte man die sich mal in die Wohnung stellen oder halt in die Küche. Denn ich finde die ziemlich cool. Dazu gibt es aber noch den Baker's Oven. Den sollte man sich ebenfalls aneignen. Wenn man beides hat, muss man nur noch die entsprechenden Engramme lernen. Darauf gehe ich auch gleich mal noch ein. Aktuell gibt es nur diese Auswahl, aber das nur ist in dicken Anführungszeichen, denn ich finde, das ist eine ganze Menge, was man hier anstellen kann. Und ich würde sagen, ich beginne mal mit der Pizza, denn man kann Pizza backen. Und ich sehe gerade, hier liegt ein Ei. Das wird natürlich hochgehoben und aufgehoben. So, für die Pizza brauche ich frische Tomaten und Öl, soweit ich weiß. Organisches Öl, um genau zu sein. Das normale Öl, was man so abbauen kann, ist nicht das Richtige. Aber organisches Öl kann man ja eigentlich auch ganz fix herstellen. Mit den ganzen Beerensamen zum Beispiel. Oder indem man Fett im Lagerfeuer verbrennt. Fett bekommt man durch Phiomias, wenn man die umbringt. Dann kann man Fett erhalten. So, für einen Teig braucht man prinzipiell ja Mehl, Hefe und ein bisschen Salz. Ich schau mal, brauchen wir noch irgendwas? Nein, das ist die Tomatensauce und das ist der Pizzateig. Beim Pizzateig werden direkt 5 Stück erstellt, wenn man einmal herstellen auswählt. Das heißt, wir brauchen bei der Tomatensauce auch ein paar. Denn pro Pizza benötigt man einen Pizzateig und 2 Tomatensaucen. Das heißt, wenn man nur eine Tomatensauce und einen Pizzateig hat, kann man stundenlang warten. Es wird daraus nie eine Pizza. Beides ist allerdings auch verderblich. Die Pizza am Schluss ist ebenfalls verderblich. Muss man ein bisschen drauf achten, beziehungsweise sich direkt die Pizza machen, wenn man sie braucht. Man kann allerdings sowohl den Teig als auch die Soße und auch die Pizza in eine Räucherkammer packen. Dann sind sie auch etwas länger haltbar. Aber hier wird jetzt erstmal direkt alles verarbeitet. So, 2 Stück fehlen noch. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir den Ofen schon mal an. Ich finde, der sieht echt geil aus. So gerade als Pizzaofen macht der ganz schön was her. Auch wenn bei Pizzen ja eher Steinofen die klassische Variante sind. Ups. Habe ich direkt ein wenig Zündpulver verschwendet. Ich finde, der Ofen taugt auch als Pizzaofen. Der sieht auch cool aus. Für die anderen Teigvarianten, die es hier noch gibt, das ist alles übrigens roher Teig, benötigt man Sojamilch und Cashewmilch. Das muss ich beides noch herstellen. Werde ich auch direkt machen. Aber erst einmal mache ich mir noch ein bisschen frischen Teig. Beziehungsweise inzwischen heißt das auch Brotteig. Früher war das immer der frische Teig. Aber selbstverständlich muss man es jetzt ein wenig differenzierter betrachten, da es eben diverse verschiedene Teige gibt. Das ist insofern auch der älteste. Benötigt auch nur Hefe und Mehl. Ich habe ihn euch auch schon mal gezeigt in einer früheren Variante. Und wer das Video von damals schon kennt, für den ist das jetzt hier mit dem Brot nichts Neues. Denn hier kommt einfach der frische Teig. Hier heißt er dann übrigens, nein, heißt er immer noch Brotteig. Ich war gerade irritiert. Da kommt dann einfach der Brotteig auch in den Baker's Oven und wird dann zu Brot. Hier haben wir eine Pizza, die schon mal fertig ist. Das finde ich sehr, sehr gut. Und der Teig ist auch schon fertig. Aber den behalte ich noch ein wenig hier drin. Denn da möchte ich Honig dazu mischen im Ofen direkt.
Aber erstmal muss hier der frische Teig verbraten werden. Wenn ich jetzt die Pizza esse, weil sie sehr lecker ist. Ich hatte jetzt nicht wirklich Hunger und bin natürlich satt, wie oben die Meldung kam. Aber ich habe links auch 1200 Sekunden, also rechts unten, 1200 Sekunden Zeit ohne Hunger. Das ist sehr angenehm. Und ich habe direkt vergessen, was ich brauche für Sojamilch und Cashewmilch. So, nämlich gemahlene Cashew und gemahlene Sojabohnen. Das ist schon alles. Zusammen mit ein bisschen Wasser. So. Dann müssen wir hier mal noch ein bisschen warten. Ich habe aber, glaube ich, auch noch Sojamilch und Cashewmilch hier drin. Sehr schön. Die Tomaten können da eigentlich auch direkt wieder rein. Denn die benötigen wir nicht mehr. Aber eins nach dem anderen. So, und ihr seht, plom plom. Ich kann jetzt Biskuitteig und Pancake-Teig machen. Wir brauchen aber außerdem noch Cane Sugar, also Rohrzucker und Maisstärke. Und außerdem, ich weiß gerade gar nicht, brauchen wir Zuckersaft? Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, das reicht schon. So, was benötigst du noch? Genau, das Ei. Finde ich auch recht sinnvoll. Und natürlich brauchen wir ein bisschen mehr Mehl. Inzwischen geht uns das Mehl zu Neige. Im schlimmsten Fall muss ich nochmal welches nachmachen. Alles kein Thema. Okay, dann können wir hier schon mal... Das Öl wird, glaube ich, auch nicht reichen, oder? Brauchen wir für irgendetwas noch Öl? Hier brauchen wir Öl. Da nicht, da auch nicht. Und hier auch nicht? Nein. Okay, dann reicht das Öl. Das ist doch schön. So, ist hier inzwischen Brot entstanden. Yay! Außerdem noch ein bisschen mehr Pizza. Dann kann ich mir jetzt ja schon mal den Honig schnappen. Den normalen Primitive Honig gibt es ja nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch den Standard-Honig. Also der ist ja auch relativ neu in Ark. Aber ich fand den alten cooler, denn dieser hier vergammelt. Wir brauchen 5 Stück. So. Was ich recht unrealistisch finde, denn ein normaler Honig wird nicht schlecht, wenn man ihn in einem Behälter aufbewahrt. So wie es hier offensichtlich der Fall ist. Aber naja, jedem das seine. So, einmal Honig reinwerfen. Und das Brot. Der Teig. Entschuldigung. So. Ein Honig und ein Brotteig erzeugt nämlich Honigbrot. Haben wir wirklich eine Tomatensauce zu viel gemacht? Haben wir 11 Tomatensoßen hergestellt? Es sieht fast so aus. Na gut. Lass ich das mal so da stehen. Ich werfe mein gerade produziertes Zeug auch mal direkt in die Räucherkammer. Huch. Ach, Brötchen habe ich schon welche drin gehabt. Pizza auch. Das finde ich gut. Dann könnt ihr direkt sehen, was der größte Stack ist. Ich gebe zu, Pizza und Brötchen mache ich auch recht gerne, denn ich habe genug Tomaten und sie gehen schnell. Alles andere benötigt immer Sojamilch und Cashewmilch und ihr seht, es dauert eine Weile, bis die produziert sind. Benötigen übrigens auch kein Wasser. Wollte ich nur mal so erwähnen. Zumindest verbrauchen sie aktuell keins. Eigentlich benötigen sie nämlich schon Wasser. Aber das ist der Primitive-Bonus. Da ist manchmal nicht das Verbrauchen und Benötigen so, wie man es erwarten würde. So, was haltet ihr von einem Kuchen? Obwohl, ich möchte eigentlich erstmal was Leichteres machen, nämlich Biscuits. Einmal bitte. Die sind nämlich nicht ganz so aufwendig. Kuchen ist schon ein wenig trickiger, wenn man so sagen darf. Hier seht ihr jetzt, yay, Honigbrot. Es ist auch nur 4-mal. Ach so, und das andere, ja. Aber trotzdem sind nur 4 Stück rausgekommen anstatt 5. Ist wahrscheinlich eines vergammelt in der Zwischenzeit. Das kann schon mal passieren. Ich lasse den Honig einfach mal hier drin.
Ja, das ist so der Nachteil. Man kann, also wenn man wirklich gezielt nur Honigbrot haben möchte, kann man das nur erzeugen, wenn man immer einen Teig und einen Honig reinlegt. Und das halt immer wieder nacheinander. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Aber was soll man machen? Der Ofen weiß halt nicht, was man möchte. Welche Brotvariante gewünscht wird. So, wir brauchen noch Eier. Ganz so viele allerdings nicht. Können wir hier mal noch ein bisschen Milch mitnehmen wieder. Die Sojamilch kann man dann übrigens auch beim Kochen noch gut gebrauchen. Kochen werde ich aber erst im nächsten Video. Denn ich finde, das Backen alleine ist schon recht zeitaufwendig. So, wir haben Biskuit hergestellt, wir haben Brot hergestellt. Pancake machen wir gleich. Kuchen und Cookies. Cookies einmal, bitteschön. Außerdem einmal Kuchen. Und für den Kuchen benötigen wir auch Icing. Denn es ist eher so eine Art Torte, die wir produzieren werden. So, ein Keksteig ist fertig. Wir brauchen aber noch einen. Ich weiß nicht warum, aber um Kekse produzieren zu können und backen zu können, braucht man 2 Teige. Sobald ich beide habe, so, bringe ich die auch in den Ofen. Da sollten jetzt die Biscuits schon drin sein. Tada! Biscuit! Sehr schön. Außerdem holen wir uns einmal den Kuchenteig und die Glasur und bringen auch beides in den Ofen. Und Biscuits kommen in die Räucherkammer, damit sie nicht schlecht werden. Das finde ich wirklich, wirklich wichtig. Ich habe außerdem Durst. Honig und Tee ist natürlich auch längst vergammelt vom letzten Video. Das sind alles Dinge, die man eben nicht lange aufheben kann. Aber ich finde, sie machen trotzdem super viel Spaß zu kochen und zu produzieren. Jetzt haben wir alles außer Pancakes hergestellt. Pancakes bitte einmal. Pancakes haben nämlich eine kleine Besonderheit. Ich lasse mal das alles im Ofen weiter vor sich hin brutzeln. Verbrennen kann es, glaube ich, nicht. Würde mich jedenfalls wundern. Hier, 12 Cookies. Aus einem Teig sind 12 Cookies entstanden. Finde ich sehr, sehr cool. Und ich finde auch, dass sie mal wieder sehr lecker aussehen. Leider gibt es nicht irgendwie die Option, Schokoladenkekse oder so herzustellen. Aber es gibt eben auch keine Schokolade. Verstehe ich eh nicht, warum man hier nicht Kakao anbauen kann. Fände ich cool, wäre ich sofort dabei. Die Pancakes benötigen nun eine extra Behandlung in unserer, halbfertigen Taverne. Die Stühle stehen zwar schon drin und so, aber hier ist noch ein fettes Loch an der Wand. Aber naja, ist auch nicht so wild. Ich finde sie insgesamt immer noch sehr, sehr cool. Denn Pancakes werden auf dem Grill gemacht. Dann kann ich hier auch immer das Öl rein tun. Das soll hier alles seine Ordnung haben. So, hier würde ich auch einfach mal gerne daneben stehen bleiben und zuschauen. Sollte auch nicht ganz so lange dauern. Ich hoffe, dass das klappt. Wobei, das glaube ich doch ein bisschen länger dauert. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Nicht wirklich die besten Voraussetzungen zum Backen, möchte ich erwähnen. Obwohl ich auch privat sehr gerne backe. So typisch Frau oder so. Aber ich mag Kuchen halt. Und apropos, schauen wir doch mal nach, was unser Kuchen im Ofen so macht. Aktuell noch gar nichts. Kuchen braucht auch relativ lange, bis er fertig ist. Deshalb kann man da schon ein bisschen dran zweifeln, ob das nun wirklich klappt. Aber Geduld, 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 Geduld. Schauen wir mal bei den Pancakes vorbei. Leider kann man den Sorghumsirup, diese Hirsesirup oder wie auch immer, den ich im letzten Part produziert habe. Ah, sie sind fertig. Den kann man leider nicht über die Pancakes drüber kippen. Das fände ich ehrlich gesagt recht cool. Aber es ist nicht möglich, sie zu kombinieren. Zumindest habe ich keine Möglichkeit gefunden.
Denn das, was ich hier alles so produziere, das habe ich auch einfach nur durch Trial and Error herausgefunden. Denn, wie gesagt, einen wirklichen Guide zum Backen gibt es eben nicht. So, wofür habe ich eigentlich Cornstarch jetzt benötigt? Ach genau, fürs Icing. Das Icing, die Glasur hat das gebraucht. Und der Cake ist ebenfalls fertig. Dann können wir hier mal Feuer löschen. Ich überprüfe mal kurz, ob ich an alles gedacht habe. Aber ja, ich habe Biscuits gemacht und ich habe Pancakes. Ja, ich habe an alles gedacht. Dann nehme ich hier mal alles mit, was vergammelt. Noch irgendwas? Nein. So. Ich lösche hier auch mal das Feuer unterm Kessel, da wir nicht so viel Sojakram brauchen. So. Und dann werfe ich mal alles hier rein. Beziehungsweise ich hole mal die Dinge raus, die wir produziert haben heute. Das, das und das. So. Wir haben hergestellt Pizza, ein normales Brot, ein Honigbrot, Biscuits, die auch lecker aussehen, 12 Kekse, einen Kuchen, der für mich persönlich sehr nach Weihnachten aussieht. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist das ein interessanter Kuchen. Aber es sieht auch cool aus. Und Pancakes. Alles im Bakers Oven gebacken. Die Pancakes allerdings im Modern Grill. Auch der Industriegrill ist dafür geeignet. Aber wir haben eben den Modern Grill in der Taverne stehen. Deshalb habe ich den modernen Grill benutzt. Und ansonsten darauf achten, Cake braucht eine Weile. Für Biscuits braucht man, obwohl bei Biscuits gab es keine Besonderheiten, aber für Cookies braucht man eben zweimal den Teig. Sonst kommen keine 12 Cookies raus. Wenn man nur einen reinwirft, kommen keine 6 raus, sondern es passiert einfach gar nichts. Beim Brot einfach die 5 frischen Brotteige reinwerfen und es entsteht Brot. Beim Honigbrot drauf achten, Honig und Brot jeweils einzeln in den Bakers Oven, damit im Ofen auch wirklich nur Honigbrot entsteht, sonst hat man Honigbrot und normales Brot gemischt. Wenn das egal ist, muss man auch nicht drauf achten. Und bei der Pizza ganz wichtig, 2 Tomatensoßen und ein Pizzateig, sonst wird es keine Pizza. Ich würde da auch gerne noch Fleisch drauf packen, weil man sieht auch im Bild, da ist so ein bisschen Salami drauf. Aber eine Wurstproduktion gibt es auch bei Primitive Plus nicht. Ich hoffe, euch hat das kleine Backtutorial geholfen. Ich schreibe die genauen Zusammensetzungen der Rezepte auch hier in die Videobeschreibung. Ihr könnt ja also nachlesen, wenn es jetzt doch irgendwie noch Fragen gibt. Und im nächsten Video werde ich mich dann dem Kochen widmen. Da gibt es auch mehr, als man meinen würde. Man kann übrigens, nur so als kleine Randinfo, auch bei Primitive die individuellen Rezepte herstellen im Kochtopf. Nur so, das wurde ich nämlich gefragt. Und das ist möglich. Werde ich im nächsten Video vielleicht auch mal kurz zeigen. Bis dahin, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.